Hallo liebe Aquarellfreunde, herzlich willkommen zum heutigen Film 3 Tipps für bessere Aquarelle. In meinen Kursen begegnet mir häufig die Situation, dass Kursteilnehmerinnen unzufrieden sind und bestimmte Schritte im Aquarell einfach anders machen, als es letztendlich für ein gutes Bild notwendig wäre. Ihr merkt schon, ich versuche bewusst das Wort Fehler zu vermeiden. Ich finde, in diesem Fall ist das Fehlermachen eigentlich wichtig. Und nur durch Fehler können wir lernen. Trotzdem gibt es manchmal Situationen oder Punkte in unserer künstlerischen Entwicklung, wo wir einfach nicht weiterkommen. Und dann braucht es meistens nur einen kleinen Tipp, etwas einmal anders zu versuchen und schon geht es wieder voran. Und dabei soll dir mein heutiger Film helfen. Deshalb diese 3 Tipps von Dingen, die in der Aquarellmalerei sehr wichtig sind. Ich werde sprechen über das Verhältnis der Pinselgröße zum zu malenden Objekt. Beim zweiten Tipp geht es um das Verhältnis des Wassers zum Tonwert. Und im dritten beschäftige ich mich damit, wie man einen schönen, natürlichen Schatten kreieren kann. Das alles anhand einer einfachen Birne. Für die Unterstützer der Aquarellwerkstatt gibt es noch eine kleine Fortsetzung. Ich werde dann die Birne noch einmal mit 2 verschiedenen Farbstellungen malen und Schritt für Schritt mit einem zweiten Farbauftrag und der Detailarbeit genaueres erklären. Ich werde es in Zukunft häufiger so machen, dass noch Bonusmaterial für die Unterstützer der Aquarellwerkstatt an die Filme angehängt wird. Ich möchte mich einfach für eure Unterstützung bedanken und denke, das ist ein ganz guter Weg, um noch mehr Wissen rund um die Aquarellmalerei euch zur Verfügung zu stellen. Wenn der ein oder andere bei Steady noch mitmachen möchte, ihr findet wie immer unter dem Film in der Videobeschreibung den Link zu der Internetplattform Steady. Dort könnt ihr uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Das ist jederzeit kündbar und man kann relativ flexibel diese Unterstützung auch handhaben. Ich bedanke mich dafür und jetzt geht's los. In meinen Kursen sehe ich oft Teilnehmerinnen, die mit zu kleinen Pinseln arbeiten. Wir haben jedoch ein relativ großes Objekt, die Birne, und wir werden sehen, was passiert, wenn ich jetzt versuche, die Fläche mit einem kleinen Pinsel mit Farbe zu füllen. Obwohl ich bestes handgeschöpftes Büttenpapier benutze, gelingt es mir nicht, eine glatte, gleichmäßige Fläche anzulegen. Durch den kleinen Pinsel entstehen zu viele Spuren und Ränder, die auch auf die unterschiedliche Menge Wasser zurückzuführen sind, die ich mit jeder neuen Pinselladung aufnehme. Hier nun der größere Eichhörnchenhaarpinsel. Durch den größeren Pinselkörper wird automatisch auch die Farbpfütze auf der Palette größer. Ihr seht, wenige Striche reichen nun aus und das Pigment kann auf dem Papier fließen. Je mehr ich zur rechten, schattigeren Seite der Birne komme, desto mehr Pigment kommt in meine Farbmischung. Die Farben verbinden sich gut miteinander und es entsteht eine glatte und auch abwechslungsreiche Fläche. Die lange Baumwollfaser in meinem Papier arbeitet mit und während des Trocknungsprozesses wird die Fläche ganz glatt und weich. Für den Stil, den ich hier noch andeute, macht natürlich der kleine Pinsel wieder Sinn, aber wirklich nur für Details. Sonst mein Tipp, wähle den Pinsel immer ruhig eine Nummer größer, als du eigentlich möchtest. Dann ist es genau richtig. Hier beginne ich wieder in meiner Birne mit einem hellen ersten Farbauftrag. Auf diesem Referenzfoto sehen wir, dass im schattigen Bereich natürlich etwas dunklere Farbe noch eingefügt werden muss. Dies möchte ich gerne nass in nass malen, um schöne weiche Verläufe zu bekommen. Ich mische mir also einen dunkleren Farbton mit Grün und Neutraltinte an und setze ihn in die feuchte Fläche hinein. Die Farbe ist gut, aber es ist zu viel Wasser in der Mischung. Hier oben entsteht ein Anschlussproblem. Also noch einmal mit dem Pinsel hinein. Super, der Rand ist weg, aber die Farbe auch. Also noch einmal dunkle Farbe nachlegen. Und noch einmal, aber es wird einfach nicht dunkler. Ich bin immer noch nicht zufrieden. Noch einmal schwarz.
Ich bin immer noch nicht zufrieden, also noch einmal Neutraltinte dazu. Ihr seht aber, wie durch das viele Wasser das Pigment einfach davonfließt. Hier deshalb mein Tipp, wie es besser geht. Ich beginne wieder mit einer leichten Lasur aus Ocker und Grün und in den mittleren Bereich setze ich mehr Grün und je weiter ich nach rechts komme, desto mehr Pigment nehme ich in den Pinsel. Du siehst, ich gehe jetzt überhaupt nicht mehr ins Wasserglas mit dem Pinsel, sondern addiere die Pigmente in die vorhandene Pfütze auf der Palette. Nun möchte ich noch dunkler werden, also wieder ins Näpfchen, aber nicht ins Wasser. Wenn im Pinsel noch zu viel Wasser sein sollte, tupfe ich ihn ein wenig mit dem Tuch in meiner linken Hand trocken. So klappt es jetzt mit dem Einarbeiten der dunklen Farbe. Hier ziehe ich aus der Birne auch gleich mit cremiger Farbe den dunklen Schatten heraus. Du siehst, Volumen und Lichtsituationen entstehen schon, obwohl ich erst den ersten Farbauftrag gemalt habe, allein durch die unterschiedliche Konsistenz der Farbmischung. Es ist im Prinzip ganz einfach im Aquarell. Für leuchtende, helle Tonwerte viel Wasser und für dunklere Tonwerte weniger Wasser nehmen. Wir beginnen wieder mit unserer Birne mit Ocker und Grün. Nach dem Trocknen möchte ich einen Schatten anfügen. Ich versuche es mal mit Winsor Violet, weil Violett sich bestimmt prima als Schattenfarbe macht. Nun ja, das geht bestimmt noch etwas besser. In meinen Kursen werde ich oft gefragt, und welche Farbe soll der Schatten haben? Hier versuche ich jetzt für die rechte Birne dir eine stimmige Version für Volumen und Schatten vorzuschlagen. Der Beginn ist wieder genauso wie bei der linken Birne, ich lasse aber hier oben einmal einen Lichtreflex stehen. In den mittleren Bereich wird wieder mehr Pigment eingearbeitet. Und nun kommt in das Grün etwas Winsor Violet hinein. Immer schön cremig in die feuchte Fläche einarbeiten. Für den sich anschließenden Schatten wechsle ich die Dominanz der Farben. Es kommt jetzt also mehr Violett und weniger Grün in die Fläche. Du siehst also, das Violett ist schon eine stimmige Schattenfarbe. Es empfiehlt sich aber, sie mit der Objektfarbe zu verbinden und mit Fingerspitzengefühl einzusetzen. Das waren 3 wichtige Tipps fürs Aquarellmalen. Wenn du gerne noch mehr Tipps und Tricks sehen möchtest, schreib mir das doch gerne in den Kommentaren. Und nun wünsche ich euch viel Spaß am Ausprobieren.